You must ask yourself, if it were denied you to create, if it were denied you to act or to paint or whatever compulsive, creative thing that you do, if that were denied you, would you truly die? And if your answer is yes, then there is no poor and indifferent place for you. There is only a place of creation, and that's the only place that you'll live. And if your answer is no, then for God's sake, give up creating, don't create, go out and find yourself a reasonable, responsible life and have a wonderful life. And enjoy watching other people create. But don't confuse the two, because a creator is a creator, and that's what he is. Get ready to fuck! Every crack represents a life I've saved. You know what I mean? Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Everybody knows you got this coming. Yeah, darling, go make it happen. So was you. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning. To get off this property and they won't go. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go. Smokers tonight. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I was born just after the Dust Bowl, so when I was a kid, Ich bin nach der Dürre in die Staubwüste von Kansas hineingeboren. In die Schule ging ich immer mit einer Maske gegen den Staub. Ich sage immer, mein erstes Licht habe ich im Kino gesehen. Die Sonne war bei uns nur ein schimmerndes Etwas am Himmel. The sun in those days was just a little glowing. 400 million acres. The Great Plains seemed inexhaustible. Yet in 50 years, we turned a part of it into a dust bowl. We put too many cattle and sheep in it. We granted homesteads of rangeland that never should have been plowed. We tore up grass for war need. We invented new machinery, making it possible for one man cheaply to plow thousands of acres. An unprecedented drought completed the habit. So my first 5 years. Die ersten 5 Jahre meines Lebens waren also ziemlich finster. Wenn meine Großmutter die Haustür aufmachte, waren gleich 10 Zentimeter Staub im Haus. Das war echt nicht lustig. Can you imagine, like, you know, being in the Dust Bowl? Und nun stellen Sie sich vor, da hockt man nur im Dreck und trägt weiße Schuhe. Meine Mutter, die tat alles, um uns aus der Realität rauszuholen. I mean, I spent a lot of time swimming at the swimming pool. Ich war auf dem Swimmingpool. Meine Mutter war dort Verwalterin. Da gab es auch einen 10-Meter-Turm. Meine Mutter sagte zu mir, du gehst da nur rauf, wenn du auch springst. You don't go up the ladder to the platform unless you go off. So when I was about 5. Mit 5 hatte ich schon alle anderen Bretter ausprobiert, also ging ich rauf. Großer Fehler. Meine Mutter sah mich dort oben und blockierte den Weg nach unten, den über die Treppe. Big mistake, because like I was up there, my mother suddenly saw me up there and climbed up and stood at the end and would not let me go back down the ladder. So there was only one way for me to go off. Es gab also nur noch einen Weg nach unten und das dauerte. Ungefähr 8 Stunden später oder so bin ich schließlich gesprungen oder sie hat mich geschubst, ich weiß nicht genau. Irgendwie ging's runter. The platform. But the one good thing about her, I must say, that when
Aber ihr verdanke ich, dass sie mich ins Museum von Kansas City mitgenommen hat. Ich nahm Zeichenunterricht und kam in Kontakt mit dem Theater. Bei den Proben habe ich dann angefangen, die Schauspieler zu zeichnen. I would go into the theater because they'd be rehearsing plays, and I started sketching the actors and so on. And I told everybody I was going to be a movie star. Ich habe jedem erzählt, ich werde Filmstar. Let's see, I don't know whether we get that way or this way. But this is a whole area of 60s. This is Chuck Arnoldi. These are Andy Warhols, as you recognize, Marilyn Monroe and Elizabeth Taylor, some prints of Warhols, who was a friend of mine. This is a Marcel Duchamp, the Hotel Green entrance. Boogie on into the bedroom. This is Keith Haring. Yeah. Sandra Mendelsohn Rubin, I don't know whether you can see all that. This is a man by the name of a gang member downtown Los Angeles. His name is John Valadez. This is a man by the name of Chuck Arnoldi, who's a neighbor of mine who lives just right here. And this is a Laddie Dill, who lives right down the street also. That's his, and that's his over there. And this is an early 60s piece of mine. That's one of the paper pieces of the metal. I made the metal, and I said I made paper of them, too. There's also a metal piece of that, so I made 5 pieces of paper. Which way? Ah, there it is. Freeway entrance. That's what I've always looked for. A freeway. My grandmother and I, on weekends, she would fill her apron. Am Wochenende ging ich immer mit meiner Großmutter die 5 Meilen in die Stadt zu Fuß. Wir verkauften auf dem Markt die Eier, die sie vorher in ihre Schürze gepackt hatte, und dann gingen wir Cowboy-Filme gucken. Die mit Gene Autry, Roy Rogers und all denen. Cowboy movies like Gene Autry and Roy Rogers and that. Als ich all diese Filme gesehen habe, wollte ich wissen, wie sowas geht. Und ich wollte rauskriegen, wie ich da einsteigen könnte. Also dachte ich mir, am besten werde ich Schauspieler. Why do we want to be actors? I don't know whether you've really thought much about it at your age, but you know, it's a very strange thing to want to be an actor. You're wanting to play a part of a person that isn't you. And yet you want to find the essence of yourself so that you can play these characters. So it's already an abnormal thing to want to do. Also, generally speaking, it's not the extrovert that becomes the really fine actor. It's the introvert. It's the one that has problems expressing himself. It's the one that's oversensitive. Mit 18 in Los Angeles, da fing mein Leben erst an. Hollywood, glamorous city of a million dreams. What other place held such fascination? Luxury, money, fame, success, they were all here for the taking. Little wonder that people came from near and far all over the world to emulate the stars. Yes, they all headed west, towards the land of golden dreams. Mal ehrlich, auf Los Angeles und den ganzen Filmrummel war ich nicht vorbereitet. Ich spreche also für die TV-Serie Medic vor, zusammen mit noch 40 Typen. Danach sage ich zu meinem Agenten, ich habe die Rolle. Und er sagt, nix da, das war nur ein Test, die Rolle kriegt jemand anders. Aber Erfahrung ist alles. Ich kriegte die Rolle. And have you had any more dizziness recently, Bob? No, sir, I feel pretty good. Fine, then it looks as though we're on the right track. Now we'll start some exercise. You mean games? Mm-hmm. Oh, I don't know. I never played any. Why, don't you like sports, Bob? Aunt Flora didn't want me to do anything exerting because of my sickness. I used to read a lot, though. Did you know that the Russian writer... Dostoevsky? Yeah, he was an epileptic.
7 studios called the next day and wanted to put me under contract. Am nächsten Tag wollten mich gleich 7 Studios unter Vertrag nehmen. Das erste war Columbia Pictures. Harry Cohn saß am Ende eines ewig langen Raums hinter seinem gewaltigen Schreibtisch. Da musste man erst mal hinkommen. Behind this desk were rainbows of Academy Awards. Und dahinter türmten sich die Oscars. Ich war noch nie in einem Studio gewesen und hatte noch nie einen Oscar gesehen. Harry Cohn sagte, Kleiner, ich habe dich gestern Abend in diesem Medic gesehen. Du bist der natürlichste Schauspieler seit Montgomery Clift. Großartig, ich nehme dich unter Vertrag. Was hast du schon gemacht? Mir lief das Wasser runter, so nervös war ich. In der Decke war ein Riss, den starrte ich an. Nicht die Oscars, das war too much. Also sage ich, ich habe in San Diego Shakespeare gespielt. Shakespeare, du liebe Güte, das ist das letzte. Max, gib diesem Kleinen ein paar Telefonnummern, schick ihn 6 Monate lang in die Schule und lass ihn den Shakespeare austreiben. Take all that acting, that all Shakespeare out of him, man, we can't do that. And I stopped sweating. I looked at him and I said, ich hörte auf zu schwitzen und schaute ihn an und sagte, fuck you. And that was something I don't think he'd heard in a while. So was hat er schon lange nicht mehr gehört. Es gab ein Riesengetöse und ich war draußen. Ich flog aus dem Studio und meine Agentur gleich mit. Kein guter Tag. Aber Warner Brothers nahm mich unter Vertrag. Ich sollte den Sohn in Giganten spielen, wenn Nick Ray mir eine Rolle in Denn sie wissen nicht, was sie tun geben würde. Und das tat er. And it's silent, hopefully. I don't have to use my voice. They're gonna think of something. Yeah. I thought only in America. Why does it have to make sense? Only in America. ABC's had some ratings problems over the last year. They're trying to make her look older by putting her in black. Yeah, and that haircut and everything. You're right. She still looks 12. Bottom line, what is it gets you out of bed in the morning? 8, so turn that off. What? Oh, come on. But come back. You can do better. Please, please. Oh. Thank you. Okay? Copy that. We've been invited again. We should go. Right? We're going. You ready? Ready. Okay. To be flow, river flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Go, river, go, past the shaded tree. Only in America. This young man that invited me down here to insult my wife. And you're going to answer for it. Aren't you the one married a squaw? What's the matter, boy? Just having a good time? Get him up, Rink. Everybody knows you got this coming to you. Jordy, no. Get him up, Rink. Just do it. Ich war absolut sicher, in der Filmindustrie der Allerbeste zu sein. Und dann sah ich James Dean und war völlig am Boden zerstört. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser junge Mann dazu kam, so zu spielen. Ich schmiss Jimmy Dean ins Auto und sagte zu ihm, ich dachte, ich sei der beste Schauspieler der Welt, bis ich dich gesehen habe. Wie machst du das? Er fragte mich, wo ich herkomme. Ich erzählte, dass ich meine Eltern hasste, dass ich weg wollte von zu Hause und dass ich darum spielen wollte. Disliked my parents. I'd hated my parents. I wanted to get out from where I was, and that was one of the drives of my acting. And he said, that's strange because it's mine too. Und er sagte, sehr gut, mir geht's genauso. Und er erzählte das ganze Ding mit seiner Mutter. Du musst nur anfangen, Dinge zu tun und nicht zu tun, als ob. You got to start doing things and not showing them. And I said, what does that Und ich, was heißt das? Wenn du eine Zigarette rauchst, dann rauchst du eine Zigarette und du spielst nicht rauchen. Wenn du etwas trinkst, dann trinkst du und spielst nicht trinken. Nimm also nichts vorweg, sondern lass dich selber überraschen.
somebody, and you never presuppose everything should be for the first time. James Dean said to me once, he said, he told me something that moved me, and I dropped a tear out of my eye. And he said, you know, someday, he said, like, you know, someday, it's not enough to drop a tear out of your eye. Someday, when you really have to cry, you're going to have to leave the room. When you really have to cry, it's not a tear that drops out of your eye because you want to show me that you're having an emotion and understand what I'm saying. When you really have to cry, it's such an emotion that you have to leave the room. You have to cry alone. You don't want anybody else to see you cry like that. He said, someday, do that. Do that in front of the camera. We were out in Giant, and there were about... There were 4,000 people, like, lined up about 100 feet away from where Jimmy was doing his first scene with Elizabeth Taylor. And it's the only time I ever saw him nervous at all on the set. It's a scene where he's got the gun like this, and he's talking to Taylor, and he asks her in to have tea. And he was really nervous. He could barely speak. He was so nervous. And suddenly he turned and he walked off. He walked about halfway between where we were shooting and where the people were. He just nonchalantly walked out, very much in himself, unzipped his pants, peed, stripped it off, zipped it back up, walked back into the scene. Did the scene the first take, got it, and so on. But on the way back in the car, back from location, I said, Jimmy, I've seen you do a really lot of strange things, but today really, that takes it, Dave. I mean, what was that? You know, what was that all about? He said, well, I was really nervous. I mean, I'm working with Elizabeth Taylor. He said, I'm really nervous. First time I have a scene with her, I can't even speak. And so I had to take a pee. And I thought, well, it's not working in this sequence for me. So I figured if I could go and pee in front of those 4,000 people, I could get back there and I could do anything on film. I really enjoyed your last movie, sir. Oh, good. Yeah. Thanks. Welcome to Japanese Village. If there's anything we could do to make it more comfortable for you, let us know. Okay, thank you. Thanks. Normalerweise sagt der Regisseur dem Schauspieler, was er zu tun hat, aber so funktioniert das Method Acting nicht. The method acting that I'm talking about versus American acting, which was really English acting, you know, which is like using an external thing of like the external gesture, acting drinking, acting smoking, and acting the word, how the word comes out and how it's supposed to sound. How the word comes out and how it's supposed to sound. How the word comes out and how it's supposed to sound. You know, and that's the performance every night. 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 That was no. To suddenly say I'm going to block my own scenes. Einfach zu sagen, ich lege für meine Szenen die Bewegungsabläufe fest. Marlon Brando durfte das sagen, Montgomery Clift durfte das sagen, James Dean bestand darauf. Aber ein Dennis Hopper, der sagte nicht einfach, ich lege das fest. Aber so war ich nun mal. Das kam nicht gut an. Deswegen mein Riesenstreit mit Hathaway. So, chaos. Chaos. What does chaos have to do with it? Chaos. What is chaos? Chaos is the big kahuna. The chaos is disorganization, is the accident, is the tornado, the eye of the hurricane. Chaos. Hathaway hatte mich in der TV-Serie Medic gesehen oder so. Er wollte mich unbedingt.
Wir haben uns von Anfang an in den Haaren gelegen. Ich glaube, ich habe dreimal alles hingeschmissen. Beim Abendessen versprach er mir alles Mögliche und am nächsten Tag sagte ich am Drehort, Herr Hathaway, gestern Abend haben Sie gesagt. Und er sagte, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir machen hier einen Film. Ein echter Albtraum. Er hat nur wie ein Irrer rumgebrüllt. Egal, letzter Drehtag. Da liegen stapelweise Filmrollen. Weißt du, was das ist, Kleiner? Ja, Filmdosen. Und weißt du, wie viel Film das ist? Keine Ahnung. Genug für 4,5 Monate. Und ich, na prima. Heute ist die Szene mit deinem Vater dran. Du hast die ganze Zeit gegen mich gekämpft, aber heute tust du, was ich will. Du liest jede Zeile, die ich dir gebe. Du stellst die Tasse ab, du rauchst eine Zigarette, wenn ich es dir sage. Oder wir bleiben noch 4,5 Monate hier und lassen uns noch mehr Filmmaterial schicken. Mir gehören nämlich 50% des Studios. Ja? And, you know, we're going to just stay here until you do this my way. Right? So, we started at 7 in the morning. Es war morgens um 7. Um 11 rief Steve Trilling an. Der war damals der Chef von Warner Brothers Production und sagte, was ist da los zum Teufel? Tu gefälligst, was Hathaway sagt. Beweg deinen Arsch dann wieder hierher zurück. The first time you read the play, you know how to play the scene or what the scene should be. After that, you forget about these words. You mark out all the indications of he says angrily, he stands and says, he yells, he smiles, he seems to be very happy. I mean, mark those things out. Mark them out and read the words. He says hello. Hello. Lunch came in. They ordered lunch. We're not going. Dann kam das Mittagessen. Es wurde gebracht. Wir durften das Gelände nicht verlassen. Wir hatten Decken und Schlafsäcke für alle Fälle. Die hatten wirklich an alles gedacht. Um 3 Uhr nachmittags rief Jack Warner an. Was zum Teufel willst du eigentlich? Willst du meine Firma ruinieren? And said, what in the fuck do you think you're doing? You want to bring our studio down to the ground? Are you crazy? You're fighting with. Bist du verrückt, es mit Hathaway aufzunehmen? Mach, was er will und beweg deinen Arsch wieder zurück zu Warner Brothers. Um 6 Uhr abends bestellten wir das Abendessen. Um 11 Uhr gab ich mich geschlagen und fragte, wie er es denn haben wollte. Er gab mir meinen Text vor, ich sagte ihn so auf und fertig. He gave me the line readings, the thing, I did the thing, and I walked out of the studio. I knew it. Now the elders are going to be coming around. They're going to be asking how we got the old man's place. You stick to your bookkeeping. I'll handle the elders. You know it's not going to be easy. Nothing comes easy. You want to own a town, you got to put out something. That was the end of my working in Hollywood. Und das war's dann mit Hollywood, nicht weil sie mich öffentlich boykottierten und mich ausschlossen, sondern weil rauskam, dass dieser kleine Irre gegen Hathaway und 20th Century Fox rebelliert hatte. Das war's. Warner beendete den Vertrag mit mir. Also ging ich nach New York zurück und studierte 5 Jahre bei Strasberg. In the scene, I've got to behave this and this way. What would motivate me to behave that way? That's the principle of justification. In Strasbourg, for the 5 years that I studied with him. 5 Jahre lang fuhr ich fast jeden Morgen auf dem Weg zum Übungsraum mit Strasberg zusammen im Fahrstuhl. Ich sagte immer, Guten Morgen, Herr Strasberg. And I would say, Good morning, Mr. Strasberg. He never said good morning to me, not once in 5 years. Nicht ein einziges Mal hat er zurückgegrüßt. Es wurde zu einer Art Spiel. Er mit seiner Zeitung. Aber er war einfach ein unglaublicher Lehrer. Strasberg said, you have 5 senses. If you use your senses, then your imagination will work, and you'll learn how to use the object, and you'll have a direct way to your emotional life. And the way you do that is to do these 3 exercises: sense memory, the song, and the dance. The sense memory, you have 5 of them: smell, taste, seeing, hearing, touch. You do 1 at a time. 1 at a time. You do sense memory over
and over and over. Strasbourg would just tear you apart. Strasbourg hat dich zerstört und erniedrigt. Vor allen Leuten. You look at us, look at us, keep going, keep going. Now you keep forcing it, come on. Look at us, we're real and you're real. Look at us. Keep looking at us, you're real and we're real, look at us. Come on, keep looking. Okay, sit down. That's very good. Very good. Having the emotion is fine, it's good. It's because you're sensitive. Keep the voice happening. And it's because you're looking at us. And every time you had this emotion, you started to try to look up, down, you try to close your eyes. Has this been watered today? No, it hasn't been watered. Excuse me. No, don't. Hey, wait a minute. We have a bathroom. You can use a bathroom. Wait, no. What? Huh? No, it's got to be. You've got to water it. You've got to water it. Do you do windows? Will you do windows? Do I look like I don't know what I'm doing? You have to make-believe water this every day. Oh, I see. You must hear make-believe. They do this in the movies. I know it's an artwork. Fire has jumped Mulholland at the crest of the Santa Monicas, headed toward Bel Air. I lost a lot of paintings in the Bel Air fire. I lost over 100 canvases. My father had this. And that's why it wasn't lost in the Bel Air fire. And he had it, and when he died, I got it back. I stopped painting at that time. I had a photographic show that night of the Bel Air fire, so all my negatives, my photographs were saved, but I lost all my paintings. Yeah, I carried a camera everywhere at that time because it was really difficult for me to get jobs as an actor, and I felt that my only creative outlet at that moment was photography. As I go through this stuff, it's all pretty wonderful stuff. Die Sachen sind alle ziemlich toll. Aber die Konstante ist das Auge des Filmemachers. Wo sollte die Kamera in einer Szene stehen? Und die beste Antwort, die ich je gehört habe, ist, sie sollte da stehen, von wo aus du am liebsten hinschauen würdest, wenn du da wärst, mittendrin. And to be in the heart of it. And I think, that one after another, his photographs are, look at that. This is great. Schau dir das an, das ist großartig. Usually I'll have an actor in my head. Normalerweise habe ich einen Schauspieler im Kopf, wenn ich Drehbücher schreibe, aber in diesem Fall hatte ich für meine Hauptfigur nur ein Foto von Dennis vor Augen. Ich hoffe, es ist dabei. Ja, an ihn habe ich gedacht, als ich die Rolle von Viggo Mortensen in Indian Runner schrieb. Wrote the character that Viggo Mortensen played in the Indian Runner. Du brauchst nur Musik unterzulegen und es wird ein Film. Du fängst ein Gefühl ein oder etwas, was ein Gefühl weckt. Auch bei den Kundgebungen damals dabei gewesen zu sein, das ist schon Wahnsinn. Ihr müsst hinschauen, Martin Luther King zu sehen, das ist toll. Dennis, Auch als Dennis seine Probleme hatte, machte er doch ständig Fotos und malte. Er hing mehr mit Malern rum als mit Filmleuten. Mit diesen Fotos hat er eine ganze Ära dokumentiert. Dass ihm das gelungen ist, das einzufangen, ist unfassbar. he just did a killer job of catching it. Für mich ist Dennis in erster Linie Künstler. Er ist ein großartiger Fotograf. Und hätte er nur das gemacht, wäre er einer der größten Fotografen des 20. Jahrhunderts geworden. Dennis hebt jede Distanz auf. Du verhältst dich sofort so, als wäre er gar nicht da. Nicht viele Fotografen können das.
Ich liebe diese Fotos von Andy Warhol. Man spürt, dass Andy, der immer posiert, der in allen Fotos dieses Image von sich projiziert, es hier nicht tut. Ich habe versucht, wieder zu malen, aber es ging nicht. Also machte ich nur noch maschinelle Objekte. Ich habe 20 Jahre lang nicht gemalt. Und dann machte ich diesen Bombenwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg aus Plexiglas. Das Ding sagte Bombenwerfer, hatte dicke Kugeln, die man vorwärts schieben musste und einen Phallus, der sie auf und ab bewegte. Das ganze Ding leuchtete erst rot und gelb und dann weiß, eine riesige Lichtmaschine aus Plexiglas. Ich hatte eine Nobelparty im Museum in Pasadena und machte eine One-Man-Show mit meiner Maschine. 1967, alle kamen mit Schlips und Kragen, tranken ihren Shampoos und schauten den Irren an, der seinen Bombenwerfer anschmiss. Keiner sagte was. Nicht, das ist nett, nicht, schmeiß den raus, nicht, gehen wir. Sondern alle machten mit ihrem Smalltalk weiter. Witzig, oder? Das war damals das Aus für meine Kunst. I think this has been one of the great days of America. Berkeley, die Bewegung für Redefreiheit, stoppt den Vietnamkrieg. Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung, das passierte damals alles. Es schien einfach logisch, sich dort zu engagieren, besonders in der Bürgerrechtsbewegung für die Schwarzen. Ich konnte nicht verstehen, warum sie kein Stimmrecht hatten, warum sie nicht in denselben Restaurants essen, nicht an den gleichen Plätzen im Bus sitzen durften. Unmöglich. Da rannte man bei mir offene Türen ein. I really love. I really do love. I really do love. I love. I love. I love. And I hate. And I hate. And I hate. And because I love. Because I love, I hate. Because I love, I hate. Because I love. Because I love. Hey, buddy. Come in here. See your mom's here? Yeah. Okay. Listen, you have a great time, okay? Okay. And I'll see you before you go to camp. Okay. If I don't, I'll see you at camp. Okay, cool. Okay? I love you, brother. Love you too. Okay. Thanks, son. I wonder if I should walk out. I don't have any sound. On the mouth. On the mouth. On the mouth. On the mouth with her, yes. I'd wonder if it was any other way. You should shake it. Howdy. What was the daftest or the most awful thing you had to do in those years before you chose what you did yourself? What's so funny? I had to sit in a chair and not be able to do anything. I went into contract when I was 18 years old to Warner Brothers, and I was blacklisted by the time I was 18 and a half. Yeah. No, about 22, 23. And the hardest thing was knowing that I might never be able to make a movie, you know, and I wanted to make movies. I was blacklisted not because I was a communist, but because I was difficult.
I wouldn't take direction. But anyway, I was blacklisted, and I had to sit in a chair and make a decision whether I was going to keep getting drunk at parties and telling people, you know, how I was going to make the great film for 15 years, or whether I was going to really sit in a chair and really get it together and try to figure out if I ever got out of the chair, you know, could I make a movie? And my example was one night I was really depressed, and I thought I'm never going to make a movie. It was about 8 years ago. And I watched a fly beat itself to death on the window, looking for a way out. And I thought, I'm not going to do that, you know. But if I get up out of this chair, I'm going to be ready to direct a movie. Most significantly, Dennis Hopper's Easy Rider not only marked the new era of our tourism in Hollywood, but it also was the beginning of what many consider Hollywood's last golden age of cinema. Ich hoffe, so etwas wie Easy Rider wird sich wiederholen. Denn der Film traf den Nerv der Zeit. Die Leidenschaft für Freiheit, Freiheit von sozialen Tabus, Freiheit von allen Konventionen. Freedom from all convention, and which Wenn es irgendetwas gibt, wofür Dennis Hopper kein Verständnis hat, dann sind es Konventionen, der Glückliche. Und der Film weckte in mir den Wunsch, Filme zu machen. Ich liebte Western über alles. Und das war für mich der erste moderne Film, der in der gleichen Weise mit Raum umging. Man geht einfach los und es ist egal, wie weit man geht und wo man anhält und wohin man am nächsten Tag geht. Das war so unbeschwert. Es war unglaublich schön, wie sie den Film zusammengesetzt hatten. Die Musik und die Art, wie sie sich durchs Land bewegten, erzeugten ein ganz neuartiges Gefühl. So etwas gab es vorher noch nicht. Die Songs haben mich schwer beeindruckt, wie The Pusher oder Born to be Wild, die Songs von Steppenwolf. Diese Filmmusik war so etwas wie der Soundtrack einer Epoche. Sie wird zum Soundtrack deines Lebens. So it becomes a soundtrack of your life, really, you know. This is what you need right here. That's what you say in Germany. You have to say, Mickey Mouse. Is it Donald Duck? What is it? This is good, man. Good for what? It's good for you, the color. It's a color-coordinated thing, No, nothing to do with the color. No, the green with your face, it goes good. Green with my face. Yeah. Pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn. Blades wasted words, prove to warn that he not busy being born, is busy dying. Truffaut and Godard had said, like, you know, isolate them inside their studios. Truffaut und Godard hatten gesagt, isoliert sie in ihren Studios, geht raus und benutzt die Welt, denn die ganze Welt ist ein Filmstudio. Es muss ja nicht Hollywood sein, es muss nicht irgendein dämliches Filmstudio sein. Sollen Sie sich doch selbst drin einsperren. Geht lieber raus, um Filme zu drehen. Die Welt gehört euch. Hey, man, I saw something, man, but I didn't see it working here. You know what I mean? Well, they are people just like us from within our own solar system. Except that their society is more highly evolved. I mean, they don't have no wars, they got no monetary system, they don't have any leaders, because, I mean, each man is a leader. I mean, each man, because of their technology, they are able to feed, clothe, house, and transport themselves equally and with no effort. I mean, I think Easy Rider is a wonderful film. Easy Rider war wunderbar. Dieses Snick, Nick, Nick, von dem Sie sprachen, das war Jack. Ein Hells Angel half uns immer, die Motorräder zu starten. Es gab damals noch nicht die praktischen Startknöpfe.
So this Hell's Angel would start the bikes, and every time he'd start them, he'd go, nick, 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 fire! Jedes Mal, wenn er die Maschine anschmiss, machte er Nick, 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 Feuer oder Indianer oder was ihm eben einfiel. Jack, erfinderisch wie er war, übernahm das einfach. So Jack, being the inventive guy he was, he picked that up. To old D.H. Lawrence. Indians. I think it cost somewhere between 340. Ich glaube, der Film hat so zwischen 340.000 und 360.000 Dollar gekostet und er brachte 50 Millionen ein. And a lot of that money came out of Vietnam. They played the film over. Sehr viel von diesem Geld kam aus Vietnam. Sie spielten den Film immer wieder und die Soldaten in Vietnam gingen immer wieder rein. Damals kostete eine Kinokarte 1,25 $. Heute hätte der Film über 400 Millionen gebracht. It would have made over 400 million if it had been. Hey, look at him going. Well, outside, we'll scare the hell out of him. Want me to blow your brains out? This is the end, my friend. Das ist ein Ende, mein Freund. I picked those guys up, the two guys that Die shot. beiden Typen, die uns erschossen haben, hatte ich morgens an der Tankstelle aufgesammelt. Der eine hatte diesen enormen Kropf am Hals. Sie standen an der Zapfsäule und ich sagte zu meinen Leuten, ich will diese Typen. Get those guys, will you? Oh my God. I'm going for help. I got him. I'm gonna get him. We better go back. I'm gonna get him. We're ready now. Funny, this place. Hi, Dennis. How are you? Hi. Good to see you, bud. Oh, no. So good to see Very you. good. Yeah. Very good. You know, I remember I brought the dogs once to Dennis. I didn't really like the dogs in his house, and I do remember straight away little Booge peed in the middle of the floor. And I didn't notice, but my friend noticed, and he said, he looked at Dennis and he said, he knew why Dennis didn't make his living in musical comedies. I would go to the radical school and the radical paper. Ich war in radikalen Schulen und Zeitungen, bei Underground-Blättern, aber auch bei den Etablierten. Alle verlangten nach neuartigen Filmen. Easy Rider eröffnete ihnen eine ganz andere Welt. Und sie wollten diese neuartigen Filme. Ich meine, vielleicht war The Last Movie für sie kein neuartiger Film, aber für mich war das. Ich dachte, ich zeige ihnen den neuen Streifen. So when I got down to make this movie, my mind had changed about film, about what should happen. Als ich anfing zu drehen, hatte sich meine Meinung über Film und darüber, was in einem Film passieren sollte, total verändert. Nach meiner Erfahrung mit Easy Rider wollte ich viel lieber improvisieren und nicht einfach das Drehbuch umsetzen, das Stewart geschrieben hatte. Ich drehte einen anderen Film als den, der auf dem Papier stand, einen, den ich verstand, der mit mir zu tun hatte. So people just didn't. Aber alle anderen hassten ihn. Die dafür gearbeitet hatten, hassten ihn. Alle hassten ihn, nur ich nicht. Mir gefiel er, aber das reichte wohl nicht ganz aus.
I felt that I was using film more like an abstract expressionist would use paint, using paint as paint. Ich wollte Film so benutzen, wie ein abstrakter Expressionist Farbe benutzt. Farbe als Farbe und Film als Film. Das war mir wichtiger, als das Publikum dazu zu bringen, alles für bare Münze zu nehmen, so nach dem Motto, ihr seid im Kino und jetzt müsst ihr alles glauben, was ihr auf der Leinwand seht. Ich wollte mit der Realität spielen und sagen, das ist wirklich nur ein Film. And I would like take you out of that reality and say, I'm not going to let you do that. This is really only a movie. And I'd have something would say torn or to have a Jemand sagte mitten im Film gerissen. Und ich ließ eine Filmklappe ins Bild tragen oder ein Mikro. Sowas machte ich ganz bewusst. Ich wollte die Leute dafür sensibilisieren, dass das, was auf der Leinwand passiert, nicht die Realität ist. Was im Kinosaal gerade passiert, das ist real. What's happening on the screen is not reality. What's happening in the theater is reality, not what's happening on the screen. Well, this is something. Aber sowas mögen die Zuschauer nicht so gern. Das hat viel mit dem und wenig mit dem zu tun. Okay. Okay. It's a lot of energy. It's a lot of energy. Energy. No, it's a lot of energy. You've got to be in control up here. In control. You must always have to be in control. You have to be in control. Even when you're out of control, you must always be in control. The communists had shut down the Venice Film Festival. Die Kommunisten hatten 1971 das Filmfestival in Venedig abgewürgt, aber ich habe trotzdem so einen Literaturpreis gekriegt, den Cidalc. Das ist ein ganz alter französischer Preis, der älteste überhaupt. Als ich in die Staaten zurückkam, sagte Wasserman von Universal Pictures, sie bringen den Film nur raus, wenn ich ihn umschneide. Ich habe mich natürlich geweigert und gesagt, ich habe beim Filmfest in Venedig gewonnen. Dafür haben wir sie bestimmt bestechen müssen. Er rief in New York an und fand heraus, dass das nicht stimmte. Und da sagte er, nur ein toter Künstler ist ein guter Künstler. And that's when he compared me to Rembrandt. So he said Rembrandt was in all the major museums, and he got caught fucking the maid, and his wife was so powerful, all of his paintings were taken down out of all the museums and put in the basement, you know? And he said, and I'd like to introduce you to Dennis Hopper, who fucked the maid, and the maid turned out to be Hollywood. That was Henri Langlois' introduction to me in Cannes, in Nice in 1976. Die Leute sagten, ihr nehmt alle möglichen Drogen, ihr trinkt, wie schafft ihr eure Arbeit überhaupt noch? Paul sagte, ihr seht das falsch, Dennis und ich sind Filmemacher. Dennis Hopper and I are filmmakers. We make films. We assumed that the drugs and the alcohol were... Wir dachten nicht, dass Drogen und Alkohol uns behindern, sondern helfen. Und wir sind ja auch nicht sturzbesoffen umgefallen. Wir gaben immer den Anschein, nüchtern zu sein, auch wenn wir es nicht waren. Wir wollten nichts weiter als gute Filme machen. Hätte uns jemand gesagt, dass Drogen und Alkohol uns behindern, hätten wir sofort aufgehört damit. Unser Privatleben hingegen war ein Scherbenhaufen. Persönliche Beziehungen waren da nicht drin, es war zu abgefahren. Das ist in Los Alamos, nur 72 Kilometer entfernt von Taos. Dort wurde die Atombombe gebaut. Nicht leicht, Cowboystiefel auszuziehen. His early Hawaii in the house. Hawaii never really had any design, but whatever that means. That was really far out symbolically. Du meine Güte. Oh my God, well, I
way to sit in. You don't have a family that's together. How can you have a country that's together if your family isn't together? The drugs are taking your children away. No one's going to fool me about drugs. Amen. Nobody. Nobody's going to fool me about alcoholism. Nobody's going to fool me about escaping or hiding from pain. I drank about probably somewhere between 28 and 38 beers a day. Ich habe so etwa 28 bis 38 Bier pro Tag getrunken, dazu 3 Gramm Kokain. Während der letzten 5 Jahre meiner Alkoholphase trank ich Rum. Wenn ich Cocktails trank, konnte ich den ganzen Tag trinken, ohne umzufallen oder durchzudrehen. You know, I could drink all day long, you know, without falling down and crawling around, being weird, you know. So, and with a snort of Coke, I would be sober up. Mit einer Nase Koks wurde ich nüchtern und konnte weiter trinken. Ich war sozusagen in Höchstform. Ich trank ungefähr 2,5 Liter Rum und als Beilage noch ein Fünftel Rum und das jeden Tag. Peak form. And I was drinking a half a gallon of rum with a fifth of rum on the side every day for the last 5 years. And I wasn't falling down drunk, but und ich war immer noch nicht stinkbesoffen. Wenn ich mich betrinken wollte, schoss ich mir Tequila rein. Nach dem 5. Glas war ich jenseits von Gut und Böse, demolierte deine Bar, dein Restaurant, deine Familie, alles, was mir in die Quere kam. Manchmal musste es mir nicht mal in die Quere kommen. Naja, für die Leute um mich herum war es kein Zuckerschlecken. When he says, who are you? Why don't you say, who are you? Because I haven't learned my lines yet. I know, you've had him for 5 days. The other thing I'd like to say is that his glasses are these glasses, I can't see anything through them. But like, you know, every crack represents a life I've saved. You know what I mean? They represent a life I've saved. But all out in the scene. I do, but you see, the director, you know, the director says, you don't know your lines. And then, like, well, you know... if you know your lines, then you can forget them. Oh, you know more or less. I see. But that's what I'm trying to do. Forget those lines. No, but it's no fair to forget them if you never knew them. Stop it with your siren, man! Stop it with your siren! Mine's over there, too. And watch out, those goddamn monkeys bite you, I'll tell you. Ah, that's a pretty one. Move it right in toward me. I'm an American. There were a lot of really incredible things that happened. Es passierten wirklich unglaubliche Dinge. Zum Beispiel wurden echte Leichen benutzt. Da sehen Sie, sie hängen in den Bäumen. Martin Sheen wusste das nicht. Aber ich hing mit den Ausstattern rum und wusste, dass sie die Leichen nachts auf Eis legten und dann morgens wieder in die Bäume hängten. Aber Martin wusste das nicht. Im Vorbeigehen berührte er einen Zeh. Er dachte, es sei Wachs. Could we talk to Colonel Kurtz? Hey, man, you don't talk to the Colonel. Well, you listen to him. The man's enlarged my mind. He's a poet, warrior in the classic sense. I mean, sometimes you'll say hello to him, right? And he'll just walk right by you, and he won't even notice you. And then suddenly he'll grab you, and he'll throw you in a corner, and he'll say, do you know that if is the middle word in life? If you can keep your head when all about you're losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you. I mean, I can't. I'm a little man. He's a great man. I should have been a pair of ragged claws scuttling across floors of silent seas. I mean, stay with the boat. Hey, don't go without me, okay? I want to get a picture. He can be terrible, and he can be mean, and he can be right. He's fighting the war. He's a great man. After we go up to the thing, Martin Sheen sieht Scott Glenn. Er ist im ganzen Gesicht bemalt und trägt eine Schlange um den Hals. Eigentlich sollte ich diese Rolle spielen. Das war okay, aber ich hatte eine Bedingung. Ich wollte eine Szene mit Marlon Brando. I've seen Brando in performance and Marlon Brando in performance after performance after performance. Never go for the big emotion. Never go for the big emotion.
In a film called Sayonara, where he goes into like, he's in the army and he's in Japan and he goes in and his friend has committed suicide. His best friend has committed suicide just before he's leaving. He goes in and says, "Oh my God." He goes from room to room. He sees his wife and his children dead and him dead. He's killed them all. And he goes, all he goes is, "Oh my God." He just whispers, "Oh my God. Oh my God." He doesn't go through the big emotion. He just simply goes, "Oh my God." It turned out at dinner that Francis discovered that Marlon hadn't read the book. He hadn't read Heart of Darkness. Beim Abendessen bekam Francis mit, dass Marlon Herz der Finsternis nicht gelesen hatte, das Buch, auf dem der Film basierte. Und plötzlich saß das ganze Team, insgesamt ungefähr 900 Leute, untätig rum. Marlon und Francis zogen sich auf ein Boot zurück, wo Francis ihm angeblich Herz der Finsternis vorlas. Nach einer Woche kam Francis zurück. Marlon und ich haben beschlossen, dass deine Rolle im Film mindestens genauso groß sein wird wie die von Marlon. Wir sollten also neu verhandeln. Und ich? Wieso verhandeln? Lass uns endlich anfangen zu drehen. And I said, "Renegotiate, man. Let's just start shooting." I know nothing. I'll tell you. Okay, But you don't let me tell you. Oh, I see. Kurtz found out that he was an assassin, that he was sent to kill him. I know that. I have that information. Yeah. Okay, all right. That's what I'm saying. Okay, just do what I ask. When I say just explain the poem, and the reason you're explaining the poem... But see, I need to know reason. I'm telling you the reason. I can't ever talk more than a fucking sentence. The reason that you're explaining the poem to him is because you want to indicate to this guy that he does not understand Kurtz, that Kurtz is a strange man. What you're trying to express is that he's kind of in the twilight zone. That his twilight zone is our twilight zone. It's America's twilight zone. So that he will not judge him. So that he will accept him as a great man and help him. Okay, man. We had the dinner the next night at Francis's, and during that dinner, I said to Marlon. Am nächsten Abend beim Essen fragte ich Marlon, hast du das Buch gelesen? Marlon flippte aus. Ich wusste nicht, dass Francis und er über Herz der Finsternis gesprochen hatten. Ich meinte ein kleines rotes Buch, das ich von den Kampfsporttrainern bekommen hatte und immer in der Hosentasche rumtrug. Aber ich kam nicht dazu, irgendwas zu erklären. Marlon sprang auf, hör endlich mit den Büchern auf, mit dem ganzen Blabla, und stürmte hinaus. Dann hatte ich die Szene mit Marlon, aber der weigerte sich, mit mir zu drehen. Also arbeitete er in der einen Nacht und ich in der nächsten. Damals fand ich das ziemlich bescheuert, aber ehrlich gesagt, er hat mir damit einen großen Gefallen getan. Ich wäre hypernervös gewesen. Das war wirklich eine ganz praktische Idee von Marlon. This is dialectics. It's very simple dialectics, 1 through 9. No maybes, no supposes, no fractions. You can't travel in space. You can't go out into space, without, with fractions. What are you going to land on? 1/4, 3/8? What are you going to do when you go from here to Venus or something? That's dialectic physics, okay? Dialectic logic is there's only love and hate. You either love somebody or you hate them. Mit den Drogen und dem Alkohol weiß man nie, wer aus dem Trailer rauskommt. Das ist wie mit Jekyll und Hyde. Ich fuhr zum Hamburger Flughafen. Wir hatten schon angefangen, den amerikanischen Freund ohne Dennis zu drehen, mit Bruno Ganz und Lilly. In der zweiten Drehwoche kam Dennis direkt von den Philippinen, wo er mit Francis im Dschungel gedreht hatte. From the jungle where I'd been working with Francis. And then this maniac came out of the plane. Und dann stieg dieser Wahnsinnige aus dem Flugzeug. Er sah genauso aus wie in Apocalypse Now. 3 Kameras um den Hals, in den gleichen Klamotten und in der Rolle eines Wahnsinnigen. Völlig außer sich, bis zur Bewusstlosigkeit bedrückt. Und das war er auch. Er stolperte die Gangway runter. Er konnte sich nicht an meinen Namen erinnern. Er wusste nicht einmal, was zum Teufel er in Hamburg verloren hatte. Und er stank. Wir brachten ihn ins Hotel. Er wusch sich ein bisschen, aber es stellte sich heraus, dass es keine Frage der Sauberkeit war. Er hatte offene Wunden an den Beinen. Schreckliche, große Dinger. Große, offene Wunden von Insektenstichen und wer weiß wovon, die nicht versorgt worden waren. Insect bites and God knows what that hadn't been taken care of.
Wir brachten ihn zu einem Spezialisten für Tropenkrankheiten. Der war besorgt, als er Dennis sah. Und die Tatsache, dass der Arzt besorgt war, beunruhigte mich erst recht. And the fact that the doctor was worried me even more. How did that all go? Go wrong? Well, wie das alles schief lief. Naja, irgendwann funktioniert dein Gehirn nicht mehr. Es läuft sozusagen aus der Spur. Irgendwann reden die Elektrodrähte mit dir, das Radio spricht nur für dich. Jedes Lied, das sie spielen, ist eine Botschaft nur für dich. Folge der Fliege, die Fliege muss etwas Besonderes haben. Sowas eben. That's a message, this is a message, you know. Follow the fly. That fly must have something special. I mean, those kind of things, you go a little off. Du drehst durch und bald kriegst du keinen Fuß mehr vor den anderen. Du kriegst ernsthafte Probleme. In front of the other isn't working anymore. In Mexiko bin ich endgültig ausgeflippt. So, yeah, you get in deep trouble, and that's. I finally flipped out in Mexico, and I went down to Mexico to do. To do a movie called Jungle Fever. My manager. Ich sollte in Mexiko Jungle Fever drehen. Mein damaliger Manager meinte, den Leuten da unten vorher sagen zu müssen, dass ich Alkoholprobleme hätte und sie mir nichts zu trinken geben durften. Das mag ja oberflächlich gesehen vielleicht eine gute Idee sein, aber wenn man 2 Liter Rum und 28 Bier am Tag trinkt, kann man nicht einfach so aufhören. So läuft es nicht. Dein ganzes System bricht zusammen. You don't just stop them one day and say, okay, you're off. You don't get any more now, because it doesn't work that way. Suddenly your whole system shorts out. I started seeing things and hearing things. Ich sah Dinge und hörte Stimmen und alles. I heard friends of mine being tortured in the next room. Ich hörte, wie Freunde von mir im Nebenraum gefoltert wurden. Ich wusste, ich war daran schuld, aber ich konnte mich nicht erinnern, was ich gemacht hatte. Ich konnte nicht reden. Jemand versuchte, meine Gedanken anzuzapfen. Ich sah Hologramme. Und plötzlich dachte ich, der 3. Weltkrieg ist ausgebrochen. Ich zog mitten in der Nacht meine Klamotten aus und ging in den Dschungel. Am Morgen spazierte ich nackt auf einer Hauptverkehrsstraße in Mexiko rum. Ich hatte einen Stein in der Hand, denn aus irgendeinem Grund wusste ich, dass mir nackt und mit Stein nichts passieren würde. With a rock in one hand, because I knew if I had the rock in one, don't ask me, nothing was going to happen to me. As long as I had the rock in one hand and I was naked, then nobody's going to harm me. And I was going to walk all the way. Ich hatte vor, den ganzen Weg bis ans Ende von Südamerika zu gehen und mit einer Armee zurückzukommen. Denn die Vereinigten Staaten waren im 3. Weltkrieg erobert worden und ich musste sie wieder zurückerobern, alles klar? Aber ich bin nicht allzu weit gekommen. Die Polizei schnappte mich und schlug mich mit Zweigen. Ich sollte mich wieder anziehen. Sie brachten mich in 5 verschiedene Gefängnisse und danach in die Wüste. Die wollten mich echt umbringen. Ich sagte, Capito, wir sind in Mexiko und ihr seid üble Burschen. Ihr werdet mich töten und dann hier verrotten lassen. Haut gefälligst ab. Wovon redet ihr überhaupt? Sie dachten wohl, oh Gott, der ist verrückt. Warum sollen wir einen Verrückten töten? Und sie brachten mich zurück. Ich war durchgeknallt. Er nahm alles sehr ernst. Die Schauspielerei und die Drogen. Es ging so weit, dass er bereit war, sich selbst zu töten. Ich habe das mehrmals erlebt. Einmal auf dieser merkwürdigen Autorennstrecke irgendwo in Texas. Ich weiß nicht mehr wo. Racecar Stadium somewhere in Texas. I don't know where that was. We're getting ready. I was desperate. I was in Taos. I had to do something creative, and I thought, I got to paint, man. And so I painted. And I had also had this show traveling from the Chicago Art Institute that was going down to Houston to Walter. So I thought, I'll have a painting show with Walter. And then I thought, it was a time of conceptual, people were like, I'd heard that in Castle, some guy had cut his dick off on a canvas and bled to death, which turned out not to really be true. But I thought, wow, what a statement, man. I got to do something really radical here, you know. I called it Life After Death on Canvas. Er blies sich nur die Ohren weg. Man konnte nicht mehr mit ihm reden, man konnte ihn nur anschreien. Ich habe Fotos davon gemacht.
We got to Los Angeles. When we got to Los Angeles, I was. Wir kamen in Los Angeles an. A black boxer friend of mine. Mein Manager hatte den schwarzen Schwergewichtsboxer Rodney Tarkenton gebeten, mich vom Flughafen abzuholen. Sie sperrten mich in Century City ein. And they took me to Century City, and I was locked up there. Where I then walked out 2 days later. 2 Tage später kam ich raus und landete im Studio 12, einer Reha-Klinik für Schauspieler mit 12 Betten, daher der Name Studio 12. Da blieb ich 4,5 Monate und putzte Toiletten und sowas. And I was there for 4.5 months, cleaning toilets and doing various things. And they put me into the Olive View. Sie gaben mir ein Antipsychotikum namens Prolifkin. Ich gehörte zu den 5%, die davon Parkinson bekamen. Plötzlich zitterte ich wie verrückt und konnte nichts mehr machen. Damals rauchte ich noch Zigaretten. Ich bekam die Zigarette nicht zum Mund. Ich konnte nicht gestikulieren, nicht sprechen, nichts. Und das 3 Monate lang. I couldn't speak. And so I was like that for 3 months. Irgendwann habe ich kapiert, dass ich niemanden umgebracht hatte und ein freier Mann war. Ich bat eine Freundin, mich abzuholen und mich nach Taos zurückzubringen. In Las Vegas sagte ich zu ihr, in Taos werde ich mich umbringen. Ich kann nie wieder spielen, ich kann nicht gestikulieren, ich kann nicht sprechen. Meine Karriere ist am Ende. I can't make a gesture, I can't speak. I'm finished, and nothing else I really know how to do. So that's what we do. So she freaked out and called. Das hat sie vollkommen aus der Fassung gebracht und sie hat Hilfe geholt. Ich landete bei meinem Hausarzt, den ich seit 8 Monaten nicht gesehen hatte. My regular doctor, and he looked at me and said, "They didn't give you enough Cogentin." Auf den ersten Blick wusste der, sie haben dir nicht genug Cogentin gegeben. Er spritzte mir eine Riesendosis von diesem Zeug. Ich stehe auf, ziehe meine Hose an und greife zur Gesäßtasche. Meine Hände funktionieren. Und ich sagte irgendwas wie, mein Gott. Parkinson ist tückisch, dein Gehirn arbeitet sogar noch schneller als sonst, aber du kannst nichts artikulieren. Deine Motorik funktioniert nicht mehr, du kriegst die Zigarette nicht zum Mund, es ist schrecklich. And you can't, none of your motor systems work. You can't get the cigarette to your mouth. Like you want to go, you can't, it's like, you can't, it's like, oh, it's the most painful, terrible. Aber so bin ich trocken geworden. So, that's what got me sober. In Austin, Texas fing ich an, Golf zu spielen mit Willie Nelson. Er meinte, das würde mich aus den Bars fernhalten. Unterricht gab's keinen, aber er sagte, schlag den Ball immer Richtung Loch, bis du den Hahn krähen hörst. Golf lernt man so zwar nicht, aber man wird süchtig danach. Is Nicholson here yet? Jack's here? Then it's a good day, isn't it? Hey, Jack. How are you? Good to see you. He's a gentleman. Gentlemen, Hätte man mich in den 60er oder 70er Jahren gefragt, wer das Jahr 2000 garantiert nicht erleben wird, hätte ich sofort gesagt, Dennis Hopper. Das war eine sichere Wette. Er konnte nicht überleben. Niemals. Er gab sich alle Mühe, vor dem Jahrhundertwechsel zu sterben. Heute glaube ich, dass Dennis über 100 Jahre alt wird. Er ist so weise, so entspannt. Und alle Sanftmut, die ich schon bei der ersten Begegnung mit ihm spürte, ist jetzt ganz offensichtlich. Er steht an der Spitze der coolsten Schauspieler in Hollywood.
Er hat eine unglaubliche Präsenz und er ist super cool. Er lacht immer über die anderen Sachen. Du erzählst ihm was Lustiges und wenn du damit fertig bist und über was anderes redest, fängt er an zu lachen. Du weißt nie ganz genau, worüber er lacht, aber man kann sicher sein, man lacht die ganze Zeit. Hello, baby. Shut up! It's Daddy, you shithead. Where's my bourbon? This was the first day of shooting. Das war der erste Drehtag. This scene was shot the first day. Diese Szene wurde am ersten Tag gedreht. Ich hatte weder David Lynch noch Isabella je getroffen. Es war unsere erste Szene. Spread your legs. Sie spreizte ihre Beine und hatte keine Unterwäsche an. Das war unglaublich. David muss mit ihr darüber gesprochen haben. Die Kamera war auf mich gerichtet, niemand im Publikum konnte das sehen und ich sage, spreiz deine Beine. Was für eine unglaublich mutige Schauspielerin Isabella doch ist. Wirklich unglaublich. Isabella was. I thought she was really incredible. Oh, Mommy! 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 Mommy loves you. Baby wants to fuck. Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me! When I got sober, I realized. Als ich trocken war, merkte ich, Meryl Streep, Dustin Hoffman, Al Pacino, De Niro, die nehmen keine Drogen, haben aber tolle Auftritte hingelegt. They were doing some really fine acting. Zuerst war mir das unheimlich, aber dann bin ich einfach zu den Ursprüngen zurückgekehrt, zu Lee Strasberg. It's like opening up. It's like telling a joke. It's like you know how to get to it. So you go through touch, smell thing. Yeah, and then you shove it down and you walk away from it and you go on a stage and they come in, you're doing the jokes and so on. Person comes in and says, "Father, your father's dead," and you go, boom, and you let it out. I drink my coffee out of Actors Studios, Actors Studio cups, and I sniff tennis shoes for Nike. Yeah, that's my career so far. In between, I did a little thing called Easy Rider, That's it. Yeah. This is basically, again, my graffiti work. And this is Evil's de Ear. This is where you can hear on the street. If you see this on the street in Los Angeles, it means that you can go there and listen. You can find out where you can get drugs. So Evil's is the name of a gang member who deals drugs, and this is his corner. And so he can hear where, and you can tell you where you can get your supply of drugs. Hit, goddammit! Bob Solo, the producer, said Hopper came in like a gunfighter from out of town. Bob Solo, der Produzent, sagte, Hopper kam eingeritten wie ein Revolverheld und schoss das Projekt nieder. Ich sagte nämlich, hör mal, das wird noch nicht mal ein mieser Fernsehfilm, das ist erbärmlich. Er fragte, was würdest du ändern? Ich sagte, erstens verlegt das Ganze von Chicago nach Los Angeles, zweitens macht er einen Film über die echten Banden und über echte Drogen.
Was hat das mit Colors, mit Farben zu tun? Ich sagte, die Kids haben Farben, sie tragen rote und blaue Stirnbänder. Er war ganz erstaunt. Gibt es wirklich Banden hier? Ich sagte, in meiner Straße jede Menge. Wo lebt er eigentlich? Naja, die wohnen in Beverly Hills. Für mich ist Los Angeles keine Stadt fürs Auge, aber man fährt unheimlich viel rum und ich bin sehr visuell. Also schaute ich ständig auf die Mauern und ich sah all die Graffitis. Ich fing an, das sehr spannend zu finden. Es ist eine Art Kratzen an der Oberfläche. Und es hat für mich auch etwas Trauriges. Es geht um Leben und Tod, es geht um kleine Epitaphe, es geht um sehr primitive Urgefühle junger Menschen, die sich gegenseitig umbringen. Die bringen sich wirklich um, und zwar für nichts und wieder nichts. Okay, this is it. Terrible, terrible pictures. This is what all this guy did was enter this area. That's his only crime. 778 kids killing each other. That's an incredible amount of people. And that's incredible. And these are all kids. These are kids between the ages of 9, 17. It's very sad, and yet in some strange way I find it very poetic. Turn the fuck around. The foot you're in there, Bato! Oh. Officer down! Pull on a unit! Let it happen. Let the emotion happen. Because that's what it's about, is allowing the emotion to happen. You're gonna allow a real emotion to happen. Not used to real emotions. You know? Well, none of us are used to real emotions because we're actors. Actors don't have real emotions. Or do they? I don't. I get it. Just call the Washington. Okay, somebody get an ambulance! Okay. Just rest up. I'll be ready to roll in a minute. A smart director like a smart producer. The producer ein kluger Regisseur ist genau wie ein kluger Produzent. Der Produzent findet die richtigen Leute für den Film, tritt dann in den Hintergrund und lässt den Regisseur und die Schauspieler den Film machen. Ein kluger Regisseur findet die richtigen Schauspieler und sorgt dann dafür, dass sie sich möglichst wohlfühlen. Du darfst sie nicht niedermachen, musst ihnen erlauben, ihr Ding zu machen. Kiss my friend. Where's my wife? Okay. I'll be ready to roll. Sorry, call my wife. Kiss my breath. Breathe. 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 We have a possible 187.
What is tomorrow, Wednesday? Yeah, this is New York. So they can be spaced out here a little more than, yeah, thank you. Yeah. Bruegel, for example, I mean, Bruegel showed the kind of conditions that he lived in. He showed the people in the streets, the things that were going on. And I hope in some way, it's not the same kind of thing, but in some way, I show where I live and where I lived. And these things become personal kind of action, kind of aggressive kind of paintings, you know, that has a lot to do with attacking the canvas and releasing. It's more like acting to me, these things. They're personal kind of things. Whereas I'm caught in two worlds. One world of the last century was Picasso, who's the childlike painter. The other is Marcel Duchamp, who's the intellectual who says that the artist of the future will just be a person who points his finger and says that's art and it'll be art. That's me about to blow myself up in Houston, Texas at the Big H Speedway right outside of Houston because I couldn't do it inside the city limits. But basic principle of it is that if you put dynamite in a circle, it doesn't blow in on itself, it only blows out. Unless 3 sticks of dynamite don't go off, then it'd suck you out and kill you. But it's relative. This whole thing around you, or at the back of you. Yeah, it's called the Russian suicide chair. Ah, that's this thing. So that's the chair, yeah. But you don't need it, actually. You don't really need it. Actually, what that does is it just blows it up. It shows that it's really destructive. Ah. So this blows up and you don't. Okay. You know? But your eardrums down? Oh, I got a lot of stuff in my ears, yeah. This is a real wall. This was on a junkyard. But it has, it's sort of lit strangely right now, but you can see it has my kind of graffiti kind of painting that I did. And like, you know, this is very much Los Angeles to me. But like, let's move it over this way more. So you can see the car isolated rather than this blending into that and this blending into that. These should all be 3 separate objects. This is in Los Angeles. What is this? It's nothing. Then we put everything down. I mean, no, not put everything. Years, not put everything. 2 years. I was personally working I think on that this is wonderful. I think it's wonderful. Yeah, but to seal off a little bit so you can have like a little darker in here, so you can have a you can have a bookend situation where you see a wall, where you see a wall, where you see the city, where you see you confined. That's real. This is like some sort of like, you know, it's like a person with preconceived ideas. It's a person with preconceived ideas who's not ready to improvise on the spot. And that everything has to be preconceived and everything has to be done deliberately. And at that point, it's a non-creative process, and it's your process, and it's fine, but it's not creative. And you know, and until this point, I've allowed you to do whatever you wanted. Now I'm telling you that I think this makes it work, and that's my opinion. And you can take it or leave it. It doesn't really matter. It's your museum. Hi, sweetheart. How's your hair? It's okay. Looks beautiful. It looks beautiful. Good to see you. I like you very much, and very nice to see you. This room looks incredible. Huh? Come with me. Wait, come this. Amazing. How about this room? Let's look at this one first. There's this beautiful thing
Es gibt diese wunderbare Sache, genannt Idee. Ideas are thoughts. Ideen sind Gedanken. Und Gedanken sind wie Samen. Wenn du sie einfängst, verraten sie dir ihre Bedeutung. Sie definieren sich selbst in Samenform. Dazu gehört Inspiration und eine bestimmte Energie. Es gibt Ideen für alles Mögliche. Du hast zum Beispiel eine Idee für ein Bild oder für einen Film, ein Foto oder ein Musikstück oder was auch immer. Aber das Entscheidende bleibt die Idee. Wenn Dennis also eine Idee hat, wird es manchmal ein Foto, manchmal ein Bild, manchmal ein Film. Die Ideen steuern sein Boot. This is my life. I mean, this is from the time I'm 20 some years old there. You know, I'm 19 years old here. And this is Hoosiers. This is Paris Trout. This is Basquiat, David Bowie playing Andy Warhol. This is Red Rock West. Nicolas Cage. This is the American Crown. Yeah, this one. And lines between lines, she stands in the doorway beyond space and time. And she picks the flowers out in the rain, and she says she loves me, and you know I can't complain. But only when it rains does it rain. And only when it stops it is no more. And only once does the big ship come down to let those good rats run ashore. I certainly thought that I had a guardian angel watching me a lot. Ich bin ganz sicher, dass ich meistens einen Schutzengel dabei hatte. Ich habe wirklich dumme Sachen gemacht und sie überlebt. Wie? Ich würde mal sagen, ich habe viel Glück gehabt. Um mich herum gab es gute Energien, die mich beschützt haben. Das glaube ich wirklich. I've had some good energy around me somewhere, taking care of me. I really believe that. Ein Künstler, wenn ich es wagen darf, mich so zu nennen, kratzt im besten Fall an der Oberfläche, egal was er kreiert. Er kratzt und er schafft eine neue Fläche, deren Bedeutung hoffentlich über seine Lebenszeit hinausragt und ihm etwas bringt, das weit mehr ist als finanzieller Erfolg. Other gratification besides the monetary. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from Let your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in
damn. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Flow to the sea, flow, river, flow, flow to the sea. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for the doubting too. Or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream but not make dreams your master, if you can think but not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat these two impostors just the same. Or bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Or watch the things that you've given your life to broken and stoop and build them up again with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it in one turn of pitch and toss and lose, and start again at your beginnings, never breathe a word about your loss. If you can force your heart and your nerve and your sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there's nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, but never lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you. If all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distant run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.